Risiko- und Schutzfaktoren für die Täterschaft. Risikofaktoren sind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Gewalt in der Partnerschaft verbunden. Sie sind begünstigende Faktoren, aber keineswegs direkte Ursachen. Nicht jeder, der als gefährdet identifiziert wird, wird in Gewalt verwickelt. Eine Kombination aus individuellen, beziehungsbasierten, gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren trägt zum Risiko bei, ein Täter zu werden. Das Verständnis dieser mehrstufigen Faktoren kann dabei helfen, verschiedene Möglichkeiten der Prävention zu identifizieren. Risikofaktoren, die Gewaltausübung in intimen Partnerschaften begünstigen, das sind zum Beispiel individuelle Faktoren wie geringe Selbstachtung, niedriges Einkommen, geringe schulische Leistungen oder niedriger verbaler IQ, junges Alter, starker Alkohol- und Drogenkonsum, Depression und Selbstmordversuche, Wut und Feindseligkeit, mangelnde Fähigkeit zu gewaltfreien Problemlösungen, antisoziale Persönlichkeitsmerkmale, schlechte Verhaltenskontrolle und Impulskontrolle, Merkmale im Zusammenhang mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, Geschichte des körperlichen Missbrauchs, wenig Freunde zu haben, also das heißt isoliert zu sein, Arbeitslosigkeit, emotionale Abhängigkeit und Unsicherheit, Glaube an strikte Geschlechterrollen, Verlangen nach Macht und Kontrolle in der Beziehung, Feindseligkeit gegenüber Frauen, man ist selber Opfer von physischen oder psychischen Missbrauchen gewesen und oder eine ungeplante Schwangerschaft. Beziehungsfaktoren, die häusliche Gewalt begünstigen können, sind Ehekonflikte, Kämpfe und Spannungen und andere Kämpfe, Eifersucht, Besitzgier, negative Emotionen in der intimen Beziehung, eheliche Instabilität, Scheidung oder Trennung, Dominanz und Kontrolle in der Beziehung, wirtschaftlicher Stress, ungesunde familiäre Beziehungen und Interaktionen, Umgang mit asozialen und aggressiven Gleichaltrigen, wenig Freunde zu haben und halt wieder die Isolation. Man ist selbst Zeuge von häuslicher Gewalt in seiner Kindheit gewesen, Erfahrungen mit schlechter Elternschaft als Kind, Erfahrungen mit körperlichen Bestrafungen als Kind. Gemeinschaftsfaktoren, davon zähle ich jetzt auch noch ein paar auf, um diese besser zu verstehen. Armut und damit verbundene Faktoren wie zum Beispiel Überbelegung, also hoher Stress, viel zu viel Arbeit, geringes Sozialkapital, Mangel an Institutionen, also Sozialkapital im Sinne von, dass es halt mangelnde Institutionen gibt, oder Beziehungen, Mangel an Beziehungen und damit zu wenig vermittelte Werte und Normen, die in sozialen Interaktionen in der Gemeinschaft erst entwickelt werden, das schlechte Zusammenhalten in der Nachbarschaft oder die hohe Dichte an Orten, wo viel Alkohol verkauft wird. Dann gibt es noch gesellschaftliche Risikofaktoren, wie beispielsweise traditionelle Geschlechternormen und Geschlechterungleichheiten. Das heißt, die Idee, dass die Frau zu Hause bleibt und nicht ins Berufsleben eintreten darf und unterwürfig sein soll. Männer sollen die Frau unterstützen und also dass Männer halt die Entscheidungen für die Frau treffen. Weitere Faktoren sind die kulturellen Normen, die Aggression gegenüber anderen unterstützt oder gesellschaftliche Einkommensungleichheiten und zu guter Letzt halt die schwache Gesundheits-, Bildungs-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Genau, und als Schutzfaktoren für die Gewalt in einer Partnerschaft
können sein eine hohe Freundschaftsqualität, also investiere in das Sozialkapital, soziale Unterstützung, zum Beispiel konkrete Hilfsorganisation oder Unterstützung von Nachbarn, ein hohes Gefühl für Gemeinschaft, die kollektive Wirksamkeit in der Nachbarschaft, also das heißt Zusammenhalt, Unterstützung, Verbundenheit in der Gemeinschaft, in deinen Menschen, die direkt in deinem Umfeld sind und dir die Bereitschaft entgegenbringen, Vertrauen zu haben und auch die Koordination von Ressourcen und Diensten zwischen den gemeinschaftlichen Einrichtungen, also einfach eine gute Vernetzung im sozialen Sinne, aber auch im institutionellen Sinne geben, sind als Schutzfaktoren zu nennen und die gegen häusliche Gewalt helfen.